Hier der Einstieg zur Arete de Cuenca. Und sofort hat man wieder schöne Tafonis in der Hand und fährt ein bisschen nach links bis in eine Rinne, wo es dann geradeauf weiter zum ersten Stand geht. Ja, wie gewohnt, gebohrt ist da nichts, aber es gibt einen soliden Stand an der Sanduhr. Und da sehen wir die ersten 3 Seillängen. Die zweite ist ganz schön knackig, da hat es dann so einen komischen Riss, wo man sich durchwursteln muss. Zuerst geht es nur an schöne Henkel, aber schon fast überhängend hinauf und dann steckt man in diesem Riss. Ein Hax passt gerade so rein, Griffe gibt es eigentlich keine und so wurstelt man sich Zentimeter für Zentimeter bis zum Stand. Annika, Stand! Und mit ein bisschen Flora hat Annika es dann angeschaut. Und da geht es jetzt wieder in Super Tafonis weiter, jetzt auch wieder leichter. Bevor man zu einem recht heiklen Fingerriss kommt. Den Schlaghaken aus dem Topo, den gibt es irgendwie nimmer, stattdessen einen frischen Ausbruch. Bei der Querung gibt es dann nur einen Bohrhaken, aber auch der hat schon bessere Zeiten erlebt. Der nächste Stand jetzt an einem Köpfel, bevor es jetzt wieder deutlich leichter bis zum Vorgipfel geht. Von dort dann kurz abklettern bis in die Scharte. Da wieder hinauf über eine kurze Viererstei zur schwersten Seillänge im langen Kamin. Kurze Dreierquerung und über die letzte Seillänge geht es dann bis zum Ausstieg. Hier aber erstmal wieder super Tafoni-Kletterei, traumhafte Henkel in der 3. Seillänge. Sehen tut man es leider nicht, aber da kämpfe ich jetzt gerade im heiklen Fingerriss. Hat man dann aber die ersten 2 Züge geschafft, gibt es da eine super Platzsaal für einen Keil. Ich glaube, der hält ziemlich gut. Aber Zeit ist geworden. Und da geht es dann auch wieder ein bisschen leichter weiter. Absichern lässt es auch wieder besser. Und hier der Stand am Köpfel. In der letzten Seillänge, da ist ganz schön steil aufgegangen. Jetzt eher plattig, zwischendrin nur ein Friend, jetzt dann recht einfach bis zum Vorgipfel.
Beim Abklettern vom Vorgipfel muss man sich dann durch den Spalt da durchbratzen. Kleiner Tipp am Rande, unbedingt den Rucksack vorher festbinden, weil mit dem Rucksack auf dem Buckel schafft man es da ganz bestimmt nicht durch. Jetzt in der ersten Seillänge nach der Scharte, da drüben sieht man nochmal super den Spalt und da müssen wir jetzt rauf. Und da ist jetzt Schluss mit Taphonis, also den Kamin rauf und immer wieder sauber absichern mit Friends. Oder einmal wieder am Keil. Der Stand nach dieser doch recht zachen Seillänge ist dann ein 2 Schlaghaken. Und Annika macht jetzt die Querung, erst kurz abklettern und dann rüber an die Kante. Dann kommt nochmal eine 5er Seillänge, bevor wir jetzt endlich am wohlverdienten Gipfel sind.